Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Und heute gibt es hier eine Runde Shakes and Fidget. Heute stellt sich die Frage, bekommen wir seit dem Backend weniger Pilze durch Quests, Glücksrad, alle möglichen Einkommensquellen? Diese Frage stelle ich nicht umsonst, denn es wurde lange Zeit getrackt, ja, vor dem Backend und nach dem Backend, und es wurden tatsächlich Unterschiede festgestellt von unter anderem sehr bekannten Spielern, unter anderem aus den sehr bekannten Spieler Basi, ne, der ja Free-to-Play ist, ne, und der hatte mich auf das Thema gestern hingewiesen, dass zum Beispiel dein Nachbar eine Liste geführt hat oder immer noch führt, wo er halt wirklich alles trackt. Und da ist ihm halt aufgefallen, dass so gut wie jeder Wert überall gleich geblieben ist, außer bei den Pilzen. So, und das kann ich euch gleich auch nochmal sehr gerne zeigen. Aber vorab wollte ich euch erstmal fragen, ist euch irgendwas aufgefallen? So kriegt ihr, also speziell an die Free-to-Play-Spieler, bekommt ihr weniger Pilze? Ist euch da was aufgefallen? Oder sagt ihr, nö, ist eigentlich alles so wie immer? So rein vom Gefühl her. Eventuell trackt ja auch der eine oder andere das von euch mit. Genau, aber ja, Basi hatte mir gestern die Liste von deinem Nachbar zukommen lassen. Und hier sieht man oben in der Spalte einmal alles vor dem neuen Backend und hier unter nach dem neuen Backend. Und hier hatte er einmal aufgelistet, was er alles so findet, und hat das über sehr lange Zeit halt eben auch beobachtet und jeden Tag auch mitgetrackt. Also Respekt auch erstmal an die Ausdauer und Hingabe, dass man sowas dann auch über so lange Zeit auch dann macht. Und genau, da fangen wir am besten mal an. Hier haben wir einmal die Sanduhren, die pro Tag benötigt werden, vor und nach dem neuen Backend. Ja, auf den Monat gerechnet dann halt auch. Dann haben wir hier einmal die täglichen Quests, die absolviert werden, vor und nach dem neuen Backend. Hat sich auch nicht allzu viel verändert. Ja, dann haben wir die täglichen Pfund-Sanduhren aus den Quests. Sieht man schon, ist ein bisschen runtergegangen, aber ich denke mal, ist noch einigermaßen zu verkraften. Dann trackt dein Nachbar zum Beispiel auch, wie oft er auf das Goldfeld beim Glücksrad kommt. So, und da sehen wir, ist fast gar kein Unterschied. Also pro Tag zweimal ist so der Schnitt circa. Ne? Ich denke mal, das ist ja auch schon meistens bekannt. Und hier sehen wir einmal die Tage der Aufzeichnung. Da sehen wir, vor dem neuen Backend hat er fast 300 Tage das Ganze aufgenommen, und nach dem Backend sind es jetzt mittlerweile schon 411 Tage. Und genau, das ist ein Zeitraum, wo man sagen kann, okay, die ganzen Werte, die können sich hier noch anpassen, so. Die können sich ausgleichen, weil manchmal hat man ja ein bisschen mehr Glück, manchmal hat man ein bisschen weniger Glück. Ich würde zum Beispiel sagen, dass ich nur eine 2%ige anstatt 2,1%ige Chance beim Glücksrad habe, auf das Goldfeld zu hitten, ne? Aber rein aus dem Bauchgefühl, aber ich track's halt auch nicht. Ne? Also manchmal hat man mehr Glück, manchmal weniger, und das gleicht sich dann aus, aber über einen langen Zeitraum sollte sich das eigentlich wieder einpegeln. So, ne? Und das ist bei den meisten Sachen auch der Fall, außer bei den Pilzen nachher, und da kommen wir gleich drauf zu sprechen. Dann sehen wir hier einmal das Goldeinkommen pro Quest in Millionen. Da haben wir einmal 15,2 auf 15,3, hat sich erhöht, weil man wahrscheinlich auch vom Level her gestiegen ist, denke ich mal. Dann, das hatte mir der Basi geschrieben, die Erfahrung hat sich erhöht, obwohl dein Nachbar ja auch Level aufgestiegen ist. Das hängt damit zusammen, dass er seitdem her die Kalender-Skip-Taktik verfolgt und deswegen auch hier zusätzliche Erfahrung gut macht, anstatt weniger Erfahrung zu bekommen. Umso höher man im Level ist, bekommt man ja pro Stufe weniger Erfahrung. Ne? Ist ja normalerweise so. Ja, dann sehen wir hier einmal vor dem neuen Backend die Pilzausgaben. Also da sehen wir, da hat er sich sogar welche gespart, und beim neuen Backend muss er welche ausgeben. Und jetzt kommt halt der Unterschied, wo es sich halt am meisten bemerkbar macht über diesen Zeitraum. Die täglich gefundenen Pilze mit und ohne Pilzaktion. Hier haben wir einmal mit Pilzaktion und einmal ohne Pilzaktion. Das sind die gefundenen Pilze pro Tag, die hier
vorher, also im neuen oder im alten Backend gefunden worden sind und jetzt hier im alten, im alten Backend und hier im neuen Backend gefunden worden sind. Ja, und die haben sich halt drastisch verändert. So, man kann sagen, okay, ja, 2 Pilze weniger am Tag, ne? Das kann mal durchaus vorkommen. Ja, man kann auch mal noch weniger Pilze finden, so, ne? Das ist alles möglich. Aber über solche Zeitspanne scheint das schon einen großen Impact zu haben, denke ich mal, dass sich, ja, also die Zeit sollte es eigentlich wieder einpegeln, hat es aber jetzt anschaulicherweise nicht gemacht. So, und hier sind halt eben über diesen langen Zeitraum, das ist halt das Ausschlaggebende hier dabei, die Pilze pro Tag um 2 gesunken. So, das mag erstmal unscheinbar klingen, aber wenn man das auf die Zeit hochrechnet, ist es doch schon sehr viel und vor allen Dingen halt auch, das sind wichtige Pilze, die wahrscheinlich den Free-to-Play-Spielern auch ja, fehlen und die das vielleicht wahrscheinlich auch am meisten merken. Ja? Und hier haben wir das auch einmal vor dem neuen Backend ohne ja, Pilzaktion, also ne? Halt eben, wenn die Fundchance erhöht, haben wir 4,7 auf 3,6 auch. Ne? Also das ist schon ziemlich viel. Dann auch das Glücksrad wurde hier auch mitgetrackt täglich, wie viele Pilze pro Tag rausgekommen sind. Da haben wir einen kleinen Verlust. Das war vor dem neuen Backend, hatte zumindest dein Nachbar 6,5 Pilze pro Tag vom Glücksrad bekommen. Und seit dem neuen Backend nur noch 6,2. Auch hier ein kleiner Verlust festzustellen, aber nicht ganz so doll ausschlaggebend wie zum Beispiel das hier. Ne? Genau, und ja, hier haben wir noch die Items pro Tag, ne? Aber das ist auch relativ gleich geblieben. Also man sieht hier schon, man kann fast nicht mehr so von Zufall reden. Das Ganze wurde auch schon weitergeleitet an Playa Games, weil das halt auch mehrere Leute schon beobachtet haben sollen, dass die Pilze halt weniger geworden sind seit dem neuen Backend und ja, aus der Sicht der Spieler soll es wohl ein Bug sein. So, aus der Sicht von Playa wurde wohl schon geantwortet, dass das halt eben sich wieder einpendeln soll mit der Zeit. Und ja, da würde ich mal euch fragen, wie sieht es bei euch aus? Was denkt ihr? Ja, ist das Ganze hier irgendwie ein Spielfehler? Ist das ein Bug? Oder ja, ist das halt wirklich irgendwie, keine Ahnung, ziemlich unlucky? Aber da kann man schon fast nachher gar nicht mehr von reden. Basi hatte mir noch hier seine Liste zukommen lassen für seinen Free-to-Play-Guide. Da habe ich mal ganz kurz rüber geschaut, so, wo er hier halt eben nochmal alles durchgeht, was man pro Jahr an Mushrooms bekommt und was man halt benötigt. Ne? Da hat er zum Beispiel hier beim Glücksrad ausgerechnet, wie viele Spins pro Jahr die Shroomies und wie viele Lucky Coins man zum Beispiel braucht. Ne? Dann haben wir hier einmal auch nochmal den Vergleich zwischen den aktuellen Quests, wie es ist, ne? Also das Ganze halt auch aufs Jahr gerechnet und wie es sein sollte. Und da sehen wir zum Beispiel auch bei Basi, dass wir hier ja, aktuell weniger Pilze bekommen, als es der sein soll, also es sein sollte. Warum einfach ausdrücken, wenn es auch kompliziert geht. Genau, und ja, da haben wir dann, oder sehen wir halt auch, dass sich das Ganze auswirkt auf ja, die Free-to-Play-Spieler. Hier hat er auch nochmal markiert, das ist halt auch im Support zu finden. Ohne ein Reittier liegt die Wahrscheinlichkeit, einen Pilz zu finden, bei 8%, mit einem Greifendrachen nur noch bei 5%. Das bedeutet, je schneller man reist, desto seltener findet man einen Pilz. Das steht tatsächlich so im Frage-Antwort-Bereich von Shakes and Fidget. Falls das der eine oder andere nicht weiß, ist es vielleicht auch nochmal ganz gut zu erwähnen oder zu wissen, dass man wohl, umso höher man einen Drachen oder umso höheres Mount man besitzt, umso niedriger ist dann auch die Chance, Pilze in den Quests tatsächlich zu finden. Trotzdem geht natürlich nichts über einen 50er Mount, also erfahrungs- und goldtechnisch gesehen macht das Reittier natürlich den besten Schnitt, ne? Ja, und das ist halt eben
unangefochten, was das Ganze angeht, ne? Ja, da wollte ich mal eure Meinung zu hören. Was sagt ihr dazu? Was haltet ihr von der Thematik? So, sagt ihr, okay, ja, das ist an den Haaren herbeigezogen oder doch, nee, da muss schon was dran sein auf jeden Fall. Ich habe das auch bemerkt, ich persönlich, ja. Also das würde mich mal auch sehr gerne interessieren, damit wir uns vielleicht noch ein paar mehr Meinungen einholen können zu dem ganzen Thema, falls jemand von euch da schon weitere Beobachtungen oder sowas gemacht haben sollte. Ne? Aber ich persönlich denke mal, dass das Ganze schon über einen recht langen Zeitraum so geht und man kann nicht innerhalb von einer Woche einschätzen, ja, ob man jetzt mehr oder weniger Pilze bekommt, weil ja, man immer mal auch eine schlechte Woche haben kann oder einen schlechten Monat oder so sogar, ne, dass man sagt, okay, boah, diesen Monat habe ich aber richtig schlecht abgeschnitten, oh, das gibt aber weniger Pilze so, ne? Aber das, was ich euch eben gezeigt habe, hier die Liste von Dein Nachbar, die zeichnet jetzt insgesamt ja, fast 700 Tage auf und das ist schon ein Zeitraum über 2 Jahre hinweg. Und das ist auf jeden Fall schon bedenklich, sag ich mal. Ne? Also im neuen Backend wurde ein bisschen mehr aufgezeichnet als im alten Backend, aber es sind hier auch fast 300 Tage, ne? Und im neuen halt 400 so. Ne? Also es ist schon auf jeden Fall interessant mal so zu sehen. Und deswegen wollte ich mal ganz gerne dieses Video machen, um euch mal zu fragen, was ihr dazu sagt. Und ja, lasst das einfach mal so stehen, ne? Für sich. Ja, das war es soweit mit dem Video, für die Videothematik heute. Ne, ich persönlich muss sagen, ich track sowas selbst nicht. Das wäre mir erstens zu viel Aufwand und zweitens bin ich jetzt auch nicht so, sag ich mal, der Free-to-Play-Spieler, der jetzt jeden Pilz wirklich jetzt zweimal umdreht, so gefühlt. Ne? Deswegen, ja, aber ich weiß, dass halt auch sehr viele Free-to-Play-Spieler zuschauen und deswegen ist diese Thematik auch sehr wichtig, dass man halt auch wirklich hier Klarheit schafft, damit die halt auch eben nicht untergehen, sag ich mal, weil die Free-to-Play-Spieler sind auch auch eine Grundsäule, sag ich mal, von der Spielerschaft und ohne die würde auch ein Großteil aktiver Spieler wegbrechen und das wäre natürlich auch nicht so gut. Ne? Und deswegen ist es auch wichtig, auf jeden Fall, die Free-to-Play-Spieler auch genauso zu behandeln wie zum Beispiel die Pilze oder so. Ne? Aber auch andersrum, ne? Das ist ganz klar. Alles klar, das soll es soweit gewesen sein. Ich verabschiede mich, schreibt gerne eure Meinung dazu in die Kommentare und wünsche euch noch einen super schönen Tag. Haut rein und bis zum nächsten Mal.